Im Leben kriegen wir viele Dinge zurück. Geld an der Kasse, ausgeliehene Dinge. Aber eine Sache, die wir niemals mehr zurückbekommen, ist die Magie, etwas zum ersten Mal zu erleben. Spiele können wir nur einmal zum ersten Mal spielen. Und das ist ein besonderes Erlebnis. Denn bei unserem ersten Durchspielen ist noch alles neu für uns. Jede Sekunde, die wir mit dem Spiel verbringen, ist eine, die wir danach nicht mehr replizieren können, ohne zu wissen, was passiert. Und dieses Erlebnis vom Neuen hat etwas Magisches. Wir fühlen uns in dem Moment einfach wie ein Kind, das ein neues Haustier bekommen hat und ständig mit diesem spielt, bis man sich daran gewöhnt und sich nur noch die Eltern darum kümmern müssen. Aber nichtsdestotrotz, das erste Durchspielen ist eine einmalige Sache. Und besonders bei Spielen, die uns während dieser Zeit sehr gefallen haben, hat sich sicher jeder von uns schon gedacht, könnte ich meine Erinnerungen daran nur löschen. In meiner Zeit, seitdem ich spiele, gab es bereits diverse Titel, bei denen ich mir so etwas gedacht habe. Und bei allen aus unterschiedlichen Gründen. Und das Spiel, bei dem ich mir bisher wohl am meisten gewünscht habe, meine Erinnerungen löschen zu können, ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Schon bei den Trailern zum Spiel war ich beeindruckt. Ja, ich habe sogar geweint und wusste, das wird mein Spiel. Und genau so ist es dann auch eingetreten. Bei keinem anderen Spiel bin ich bis dato so sehr in eine Spielwelt versunken und habe mich von allen Dingen so leicht ablenken lassen. Jede Sekunde in meinem ersten Playthrough war magisch und ich habe mich ständig gefragt, was an der nächsten Ecke wohl auf mich wartet. Und dieses Gefühl werde ich wohl niemals zurückbekommen. Denn ich kann ein Spiel nicht zweimal zum ersten Mal durchspielen. Wenn ich das Spiel jetzt nochmal starten würde, dann hätte ich sicher Spaß, aber die Magie vom ersten Mal ist einfach weg. Dieses Gefühl ist verschwunden und ich weiß bereits, was passiert. Und das ist verdammt schade. Das ist aber natürlich nicht bei allen Spielen so. Es gibt sogar Spiele, bei denen ich sehr froh bin, sie nie wieder zum ersten Mal erleben zu müssen. Dark Souls ist da in meinem Fall ein gutes Beispiel. Nach anfänglich starker Abneigung und sogar Hass auf das Spiel habe ich mittlerweile gar keine Probleme mehr damit und kann auch Dark Souls 3 mit sehr viel Spaß spielen. Aber mein erster Playthrough durch Dark Souls 1 war weitestgehend die Hölle. Ich bekam einfach überhaupt kein gutes Gefühl dafür, wie man bei Dark Souls vom Spielstil herangeht. Ich begriff zwar die Steuerung und nach einigen Hilfen fiel es auch leichter, aber der Funke, warum man diese Spiele gut findet, sprang einfach nicht über. Erst nach Anor Londo und meinem Kampf mit Ornstein und Smoke begriff ich richtig, wie ich bei diesem Spiel überhaupt herangehen muss. Ich bin also sehr froh, mittlerweile diese Erfahrung zu haben und mit dieser Reihe endlich Spaß haben zu können. Und das Letzte, was ich wollen würde, wäre, dass diese Erinnerungen gelöscht werden. Doch wie sieht's aus, wenn die Erinnerungen bereits gelöscht sind und man sie wiederherstellen will? Klingt komisch, aber ich würde gerne die Erinnerungen an mein erstes Videospiel wiederherstellen. Ich sage immer provisorisch, dass Nicktoons Unite mein erstes wäre, aber eigentlich stimmt das nur so halb. Denn es ist lediglich das erste, an welches ich mich noch erinnern kann. Denn wenn ich ganz tief in mich gehe, dann habe ich noch ganz graue Erinnerungen daran, wie ich und meine Schwester bei unseren damaligen Babysitter ein Spiel spielten. Und ich glaube, dieses Spiel müsste Contra fürs NES gewesen sein. Aber die Erinnerungen daran sind so verwaschen, dass ich sie einfach gerne wiederherstellen würde. An Contra kann ich mich vielleicht zumindest noch grau erinnern, weil es vor allem ein soziales Multiplayer-Erlebnis war. Und das ist generell eine Sparte, bei der ich sehr oft daran denke, wie schön es doch wäre, die Erinnerungen löschen zu können. Besonders bei Smash Bros. Denke ich mir das immer wieder. Hier müsste man ja meinen, dass es ähnlich wie bei Dark Souls mit wachsendem Skill-Level nur mehr Spaß macht. Aber durch die Multiplayer-Komponente trifft genau das Gegenteil ein. Ich bin halt jemand, der Smash Bros. Sehr oft mit Leuten spielt, die in dem Spiel eher weniger Erfahrung haben oder generell ziemlich casual sind. Und diese Leute in jedem Match zu besiegen, macht einfach keinen Spaß. Klar, Gewinn ist eine schöne Sache, aber wenn ich meinen Gegenüber absolut zerstöre, dann mache ich mir im Kopf ständig Gedanken, wie diese Person sich dabei fühlt. Ob es sie nicht vielleicht kränkt, die ganze Zeit zu verlieren. Und mit den Gedanken zu spielen, dass eine Person sich schlecht fühlen könnte, bereitet mir selbst eben auch keinen Spaß. Deshalb wäre ich halt sehr froh, wenn ich meine Erinnerungen und Erfahrungen einfach löschen könnte. Eine weitere Spielereihe, wo der soziale Aspekt sehr wichtig ist und bei dem ich ebenfalls wieder das Erlebnis vom ersten Mal haben will, ist Pokémon. Hier allerdings nicht, weil ich Angst habe, dass jemand keinen Spaß hat, sondern weil ich diesen Riesenspaß mit anderen einfach nochmal erleben will. Zum ersten Mal ein Pokémon mit jemandem tauschen.
Die ersten Kämpfe gegeneinander oder auch andere Interaktionen wie der Untergrund und die Geheimbasis anderer Spieler besuchen waren einfach super coole Momente. Ähnliches gilt auch für Minecraft. Die ganzen Kombinationen zum Bauen der verschiedenen Gegenstände herauszufinden war extrem spaßig. Die Anfänge im Survival- und Kreativmodus sind Erlebnisse, die ich niemals vergessen werde. Und das erste Mal an eigenen Nitrado-Server mit Freunden war ein legendäres Erlebnis. Und all diese Spiele, über die ich hier gesprochen habe, all diese Erfahrungen, sie alle sind verbunden mit einem Erlebnis, das ich wohl nie wieder bekommen werde. Ich habe das Gefühl, dass gerade in der heutigen Zeit, wo jede Woche irgendein neuer Leak zu einem Spiel auftaucht und wir uns die Überraschung so schon verderben, oder wo auch die Entwickler selbst durch einen Überfluss an Trailern und Infos dafür sorgen, dass wir kaum noch etwas für uns selbst zum ersten Mal erleben können, dass es verdammt schwer geworden ist, dieses Gefühl noch zu haben. Traurigerweise ist es nichts Selbstverständliches mehr, das bei einem neuen Spiel zu bekommen. Deswegen schätze ich jedes Spiel, bei dem ich dieses Gefühl noch habe, umso mehr wert und ich glaube, das ist eine Einstellung, mit der ich leben kann. Aber wie seht ihr das? Was ist das Spiel, bei dem ihr euch am meisten wünschen würdet, eure Erinnerungen daran löschen zu können und warum genau? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich lese wirklich alle. Aber das war's soweit von mir und ciao! You so fucking precious when you